Servus Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, euch heute meine Lieblingspizza zu präsentieren. Pizza Salami. Und natürlich machen wir den Teig wieder selbst, ist ja logisch. Und für den lösen wir die Hefe im Wasser auf. Und für meinen Teig verwende ich natürlich richtiges Pizzamehl 00. Und auch hier geben wir Salz in den Teig, denn es muss ja geschmacklich richtig gut schmecken. Noch das Hefe-Wasser-Gemisch hinzugeben und noch das Olivenöl und schon können wir das Ganze durchmixen. Und wenn dann der Teig so richtig schön zusammenhängt, dann schieben wir den Teig mal abgedeckt weg für eine halbe Stunde und kümmern uns währenddessen um die anderen Zutaten. Die anderen Zutaten, das wären zum einen die Pilze und den Büffelmozzarella. Für jede Pizza verwende ich ein Bolle Büffelmozzarella. Aber hier, bei dieser Pizza Salami, da schneide ich den Käse noch etwas kleiner. Nun ja, der Teig hat jetzt seine halbe Stunde. Wir mehlen die Arbeitsfläche ein und dann kneten wir den Teig für mindestens 10 Minuten lang durch. Umso länger, umso besser. Dabei ziehe ich mit dem Handballen den Teig immer wieder auseinander und wieder zusammen und wieder auseinander. Nach der Zeit teile ich den Teig in 2 Hälften und mache daraus Kugeln. Diese 2 Teighälften gebe ich dann in einen Behälter und decke den ab. Und für circa eine Stunde lasse ich dann diese Teiglinge ruhen. Ihr werdet sehen, die werden wunderbar aufgehen. Wow, die sehen richtig gut aus. Dann nehmen wir dann die Teiglinge heraus und formen daraus einen Pizzaboden. Für mich das Wichtigste ist, dass der Rand dick bleibt. Ich möchte einen dicken, fetten Rand haben. Und wenn es soweit ist, belegen wir natürlich die Pizza. Als erstes kommen natürlich die Pizzatomaten drauf, ist ja klar. Dann gebe ich noch etwas Olivenöl und Salz drauf und es kommt auch noch etwas Parmesan drauf. Frisch gerieben, versteht sich. 3 Zutaten fehlen noch. Das wäre der Mozzarella, die Salami und die Pilze, sprich Champignons. Die Mailänder Salamischeiben werden so gelegt, dass in der Mitte sich eine Salamischeibe befindet und die anderen Scheiben werden außen drumherum gelegt. Dann nehmen wir noch die Pilze, die kommen auch noch drauf und dann geht das Ganze ab in den Ofen. Den Ofen heize ich auf 250 Grad auf, oberste Schiene, natürlich mit Pizzastein. Und wenn dann die Pizza reinkommt, stelle ich den Ofen auf 300 Grad Oberhitze und dann brezelt es richtig heftig von oben runter auf die Pizza und so werden dann 400 Grad simuliert. Und dann kommt die Pizza nach 7 Minuten wieder raus und sie ist herrlich aufgegangen. Der Teig ist nach wie vor richtig saftig und der Duft, der durch die Küche schwebt, oh, echt super. Wie in einer Pizzeria. Und jetzt schaut euch mal die Pizza genauer an. Das könnt ihr auch. Eine eigene Pizza zu Hause machen, wie beim Italiener. Super, oder? Und wenn es euch jetzt richtig gut gefallen hat, dann würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.